willkommen bei Tanz im Herzaugenblick. Die Lektionen von Ein Kurs in Wundern. Wir sind bei der Wiederholungslektion 85 angelangt und damit frischen wir die Lektionen 69 und 70 auf. Und bevor wir hier das mit der Originalversion machen, lese ich noch die Erläuterungen aus dem Kursbuch vor. Zu Lektion 69, mein Groll verbirgt das Licht der Welt. Und die Erläuterungen, und hier schließe gerne deine Augen und sprich in Gedanken mit, wie wenn du mit dir selber sprechen würdest, ganz achtsam und freudvoll in dieser freudvollen Botschaft. Lektion 69. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Mein Groll zeigt mir, was nicht vorhanden ist und versteckt das vor mir, was ich sehen möchte. Wenn ich dies begriffen habe, wozu will ich dann meinen Groll noch? Er hält mich in der Dunkelheit fest und verbirgt das Licht. Groll und Licht kann es nicht zusammengeben. Licht und die Schau jedoch müssen verbunden sein, damit ich sehe. Ich muss den Groll weglegen, um zu sehen. Ich will sehen, und dies wird das Mittel sein, mit dem es mir gelingen wird. Ganz zuversichtlich sagt uns Jesus, dass wir sehen werden können, sobald wir unseren Groll weggelegt haben. Und nun frage dich, willst du wirklich sehen? Ja, großer Bruder, ja, ich möchte wirklich sehen. Und ich bin auch zuversichtlich, so wie du. Und ich möchte meinen Groll beiseite legen. So seien wir zuversichtlich. Diese Erläuterungen aus dem Kursbuch und die konkreten Anwendungsformen findest du unten verlinkt. Und nun schauen wir und tanzen wir in die Originalversion hinein. Und so schließen wir vorher unsere Augen und kommen gut in unserem Körper an. Und wir beginnen ihn sanft zu kreisen. Ausgehend von der Hüfte und immer weiter nach oben bis zum Kopf und hinunter zu den Füßen. Und die Arme dürfen auch einfach mitpendeln, so richtig groß kreisen und den Körper tanzen lassen. Und dann wieder kleiner werden mit den Bewegungen. Gerne zu Hause auch länger machen. Es geht darum, dass du die Lebendigkeit in deinem Körper spürst, diese Energie. Und die kommt mit der Bewegung und mit dem Ausbalancieren. Und dann rollen wir noch unsere Schultern hoch mit einem tiefen Atemzug. Und hinunter mit dem Ausatmen. Und alles loslassen, was wir nicht brauchen, beim Ausatmen und beim Schultern hinunterlassen. Noch einmal rollen, tief ein und hoch. Und beim Ausatmen alles loslassen. Dann schau, dass du einen guten Stand hast. Beuge noch leicht die Knie. Und dann
öffnen wir wieder unsere Augen. Zu der heutigen Tageslektion. Mein Groll. Und hier verschränken wir unsere Arme und wir machen so ein krummeliges Gesicht und wir wollen eigentlich gar nichts sehen und es interessiert uns nichts rundum, weil es sowieso nicht passt und alles ist doof und mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Und es ist richtig wichtig, dass du bemerkst, dass du hier in diesem Groll wirklich kein Licht sehen kannst. Das ist nicht möglich. Du bist verschlossen. Du ärgerst dich. Alles ist also. Und wir sind aber heute entschlossen, das Licht der Welt in uns zu erreichen. Bei diesem Körperausdruck geht es darum, dass du bemerkst, dass du fühlst, wie dein Groll alles Licht und alle Liebe verdeckt. So, mach mit. Wenn du mitgemacht hast, dann merkst du, in dieser grolligen Haltung ist es wirklich unmöglich, die Liebe zu sehen, die eigentlich überall um uns ist. Im Originalvideo habe ich nun auch hier oben verlinkt, lernen wir auch, dass unser Groll nur Wolken sind, die wir beiseite schieben. Ab circa Minute 5 sehen wir, wie wir diese Wolken beiseite schieben können. Und der Groll vergeht und wir wieder das Licht und die Liebe sehen. Nun zu der Wiederholung und Auffrischung der Lektion 70. Meine Erlösung kommt von mir. Ich lese wieder die Erläuterungen dazu aus dem Kursbuch und du darfst wieder deine Augen schließen und lauschen, mitsprechen, fühlen. Lektion 70. Meine Erlösung kommt von mir. Heute will ich begreifen, wo meine Erlösung ist. Sie ist in mir, weil ihre Quelle dort ist. Sie hat ihre Quelle nicht verlassen und daher kann sie meinen Geist auch nicht verlassen haben. Ich will sie nicht außerhalb von mir suchen. Sie lässt sich nicht außen finden und dann nach innen holen. Vielmehr wird sie aus meinem Innern über sich hinausreichen und alles, was ich sehe, wird nur das Licht, das in mir und in ihr leuchtet, widerspiegeln. Ha, wie schön, wie schön. Die Erlösung ist in dir, in mir, wie ein Same, und sie wird sich ausdehnen, von innen, von uns, nach außen, in unsere Welt. Und auch hier die Erläuterungen und die konkreten Anwendungsformen unten verlinkt bei der Lektion 85 für die Lektion 69 und 70. Und nun tanzen wir das Originalvideo zur Lektion 70. Die heutige Lektion drehe ich wieder um. Von mir kommt meine Erlösung. Für von mir legen wir unsere Hände hier auf unser Herzzentrum, auf unsere Brust und drücken da ruhig auch mal fest drauf. Von mir. Du darfst im Körper spüren, von wem die Erlösung kommt. Von mir. Und dann kommt die Erlösung. Und dies ist das Aufrichten.
Auch dies ist eine bekannte Lektion, das war Lektion Nummer 39, hatten wir schon mal. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Und nun kommt von mir kommt meine Erlösung. Und hier strecken wir unsere Arme gerade aufrecht nach oben. Wir gehen richtig in die Vertikale. Wir stehen auf, wir stehen gerade hier, groß, ganz, offen, mit geradem Blick aufgerichtet. Hier ist die Erlösung, ohne Angriff, von mir, nicht von außen. Von außen kann nichts passieren und auch keine Erlösung kommen. Also nochmals gemeinsam, mach mit. Hände auf die Brust und richtig mal reindrücken, so dass du es spürst. Von wem kommt die Erlösung? Von mir kommt die Erlösung. Und dann dieses Aufrechtstehen, dieses nach oben wachsen, dieses in die Vertikale gehen, aufrichtig und aufrecht dastehen. Genau, von dir kommt deine Erlösung. Und nichts außerhalb kann dich zurückhalten. In dir liegt die Erlösung der Welt und meine Erlösung und deine. Danke.